Grüß Gott bei AAS24. Ich nehme euch heute mit in unser Video mit rein, wo wir ein Doppeldien Multimedia-Gerät in einen VW T5 installieren mit einer Scheibenklebeantenne und einem neuen Mikrofon. Alles, was man dazu braucht, welche Adapter dazu benötigt werden, bauen wir zusammen ein. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie wir das Autoradio rausbauen. Dafür gibt es natürlich die Auswurfhebel, die hier für den VW geeignet sind. Die können wir entriegeln und rausziehen. Und haben auch jetzt schon unseren Quad-Lock hier, den wir lösen können. Jetzt zeige ich euch mal, was im Original-Lieferumfang von dem DMX 7018 DABS von Kenwood dabei ist. Und mach mal ganz kurzes Unpacking. Wie ihr schon seht, ist das jetzt ein Short Body. Das heißt, dieses Autoradio hat ja kein CD-Laufwerk mehr drin und kann entsprechend kürzer gebaut werden. Wir haben natürlich jetzt dann massig viel Platz hinterm Autoradio für die Verkabelung. Und da haben wir auch unseren angeschlossenen USB-Anschluss mit dieser Verlängerung von ca. einem Meter, 1,50 oder 1,20 Meter hat es. Das werden wir noch verlegen. Ansonsten haben wir hier unseren Zierrahmen, den wir noch installieren werden, und unser externes Mikrofon, wo auch im Lieferumfang mit dabei liegt, für die Freisprechanlage und die Auswurfhebel, um das Gerät nachher mal irgendwann wieder aus dem Metallschacht rauszumachen, mitsamt Bedienungsanleitung. Für die Installation im VW T5 brauchen wir in unserem Fall einen Phantomadapter auf FACRA. Wir brauchen eine zusätzliche Scheibenklebeantenne, die wir installieren werden. Und wir werden einen CAN-Bus-Adapter benötigen, der uns das Zündungssignal und so weiter alles arrangiert, damit alles richtig gut funktioniert. Das sind die Komponenten, die wir brauchen in unserem VW T5, der einen Doppeldien-Einbauschacht hat. Also wir brauchen hier nicht mal eine Autoradio-Blende. Dass es andere Fahrzeuge gibt, die eine Blende brauchen, das erzähle ich euch nachher während dem Einbau und werde euch auch die Beispiele zeigen, welche Blenden es noch gibt, falls ihr ein anderes VW T5 Modell fahrt, wo das vorne beim Radio ein bisschen anders ausschaut. Dann ab ins Auto, wir bauen jetzt ein. Als erstes installieren wir die DAB Scheibenklebeantenne hier vorne an der Windschutzscheibe und verlegen das externe Mikrofon schön an den mittleren Rückspiegel. Und dazu bauen wir jetzt ein paar Teile weg. Fangen wir mal an. Das Handschuhfach hat 5 Schrauben, die wir hier mit einer Blende erstmal auseinandernehmen müssen. Und da fehlt bei dem Fahrzeug schon eine und da hinten drin ist noch eine. Also im Prinzip sind es eigentlich 6 Schrauben. So, und dann können wir das ganze gute Stück hier rausnehmen. Um die A-Säule zu entfernen, empfiehlt es sich hier, das Lautsprechergitter auszuhebeln und jetzt die A-Säule zu entfernen. Die A-Säule ist nur geklippt von hinten. Und können wir direkt so rausnehmen. Bevor wir die Scheibenklebeantenne dran kleben, sollte also wirklich die Scheibe fettfrei und staubfrei sein. Die Folie von der Scheibenklebeantenne, die können wir jetzt abziehen und schön ausrichten. Machen wir das von dem Kupferbändchen auch gleich weg und jetzt können wir das schön gerade positionieren, dass die senkrecht am A-Holm entlang nach unten läuft. So. So, und schön anpressen. So, und jetzt können wir auch unser Kupferband hier aufs Metall mit drauf kleben. Dann können wir das Kabel gleich hier mit reinlegen. So. Wir können jetzt im Handschuhfach Durchbruch oder Loch unser Kabel entsprechend entgegennehmen und durchziehen. Beim Mikrofon haben wir 2 verschiedene Möglichkeiten. Hier ist die Originalvorrüstung vom Originalmikrofon, wenn das Fahrzeug mit Bluetooth ausgestattet ist.
Wir können da reingehen. Wer sagt, naja, wir müssten da jetzt auch was mit dem Heißkleber machen. Ich habe keinen Heißkleber, ich will es anders machen. Dann gibt es die Variante 2. Da können wir jetzt mal grundsätzlich anfangen, das Ganze da wegzumachen. Und da jetzt unten durchlangen, dass wir mal das ein bisschen entlasten können. So, dann sind wir mit dem Finger unterm Himmel drin. Das ist ein bisschen straff. Und jetzt den Clip da unten rein. So. Und dann hätten wir das hier unten drin. Unser Kabel können wir auch direkt jetzt hier nach innen erstmal reinlegen. Genau. Und jetzt können wir das Kabel hier auch durchziehen. Dann zeige ich euch jetzt Variante 1. Dazu machen wir die Lichteinheit raus. Da sind 2 Schrauben hier drin, Torx. Zweimal das ganze Ding hier rausnehmen. So, und hier haben wir unser Originalmikrofon. Das können wir ja ausbauen, ausklippen. So, weg damit. Und das können wir auch abstecken. So. Und weg damit. Und das können wir auf der Seite lassen. Und wir legen unser neues Mikrofonkabel entsprechend rein und werden jetzt das Mikrofon direkt hier mit dem Heißkleber fixieren. Und dann ist es auch richtig gut. Es hebt so eigentlich schon ganz gut. Ja, also man kann das auch reinklemmen. Aber wir machen noch 2 Punkte Heißkleber drauf. Okay. Gut. Hier von der Mitte aus können wir jetzt genauso das Kabel da nach vorne durchlegen. So, um unter dem Himmel mit dem Kabel bis zur A-Säule rüber zu fahren. So, jetzt haben wir hier unser Kabel. Und jetzt haben wir unser Mikrofon hier drin. So, wieder zusammenschrauben. Und jetzt ziehen wir unser Kabel unter der Himmelverkleidung durch. Jetzt habe ich das parallel zum DAB-Kabel hier runter und dann sind wir auch schon im Handschuhfach damit. Voilà. Und natürlich auch schon einmal komplett hier im Radioschacht quer rüber. So, und jetzt tun wir das Kabel hier noch befestigen und fixieren und gut. Dann bauen wir unseren DMX 7018 DABS mal ein. Ist schon echt auch ein bisschen cool, wie kurz dieses Gerät ist. Also es macht jetzt echt Laune, für mich auch das erste Mal. Das Multimedia-Gerät hat auch den ISO-Stecker oder die ISO-Buchse bereits direkt integriert. Also hier gibt es gar kein Stromanschlusskabel mehr, weil ich den Stecker jetzt direkt anstecken kann. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich erzähle euch jetzt genau, welche Anschlüsse wir wo zusammenstecken. Wir müssen ja hier unseren Montagerahmen vom Autoradio integrieren. Wir haben bei dem Fahrzeug jetzt das Glück, dass wir gar keinen extra Rahmen brauchen, weil wir einen kompletten Doppel-DIN-Rahmen bereits vorfinden hier bei dem Fahrzeug. Das würde also jetzt so ausschauen, das Ganze hier reinzumachen und die Krallen hier umzubiegen, um den Rahmen zu fixieren. Ich möchte euch aber jetzt trotzdem noch zeigen, was es für VW T5 gibt in anderen Ausstattungen. Es gibt nämlich auch VW T5, die haben so eine Ausstattung oder so eine Form vom Autoradio, ähnlich wie der Golf 5. Da gibt es dann diese Riemen dazu, die da installiert werden müssen und die entsprechende Doppel-DIN-Vorrichtung erstmal richtig adaptiert. Mit einem Rahmen, der dann hier drauf ist. Also das Radio würde dann so aussehen. Das wäre dann hier drinne. So würde das dann nachher aussehen, wenn das installiert ist. Mit so einem anderen Rahmen, der so Golf 5 mäßig ist. Es gibt andere T5, die brauchen dann eventuell diesen Einbaurahmen. Die Artikelnummern machen wir euch ja immer hier mit rein in das Video. Da wäre dann sozusagen, wenn ein Doppel-DIN bereits vorbereitet wäre, das aber diese Breite hat.
Also nicht rund an der Seite und die Ecken hier, sondern richtig schön eckig. Also diese 3 Varianten gibt es. Diese eckige Variante, wenn ihr habt, oder die abgerundete Variante oder die Variante, dass sowieso gleich ein Doppeldienstschacht da ist. Ich wollte euch das jetzt mal ganz kurz zeigen. Wir bauen jetzt das Gerät aber fertig in diesen vorgefertigten Doppeldienstschacht ein. Die überschüssigen langen Kabel können wir ein bisschen zusammenfassen, damit das Kabelwirrwarr nicht allzu groß ist. Wir haben jetzt hier einen CAN-Bus-Anschluss für den Quad-Lock, den wir hier drauf adaptieren und unseren CAN-Bus hier mit anstecken, weil der gibt uns jetzt erstmal das Zündungsplus für das Gerät aus. Und wir haben ja auch das Reverse-Signal für Rückwärtsgang, für Rückfahrkamera, falls wir die mal haben möchten. Und ein Parking Brake, das heißt, wenn meine Handbremse gezogen ist, dass dann alle Funktionen vom Radio erst freigegeben werden. So, das wäre jetzt praktisch diese Variante. Wer jetzt ein Auto hat, einen T5 mit Lenkradfernbedienung, dafür gibt es dann einen anderen CAN-Bus-Adapter, der hat dann eine Funktion mehr, die Artikelnummer und das Gerät selber, diesen Adapter blenden wir euch ja hier gerade ein. Den braucht er dann. Also es gibt nur die 2 Varianten, einmal ohne Lenkradfernbedienung, dann eben der besagte CAN-Bus-Adapter oder mit Lenkradfernbedienung, der die Lenkradfernbedienung gleich mitmacht. Mit unserem CAN-Bus-Anschluss haben wir ja jetzt, wie gerade eben schon mal gesprochen, einmal ein Reverse-Signal. Das heißt, jetzt ist ja hier Signal drauf, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Oder Parking Brake, die Funktion Handbremse gezogen, Fahrzeug steht also. Und dafür hat unser Autoradio auch eine Vorbereitung. Hier genau das gleiche, Parking Brake Switch und Reverse, also falls wir eine Rückfahrkamera anschließen. Wir haben ja bereits beides hier am ISO-Anschluss jetzt sozusagen dran, also verbinden wir es gleich. Werksmäßig ist hier bereits ein sehr langes Kabel mit dabei, um auf die Handbremse irgendwie das Kabel zu legen. Wir können es aber auch hier abstecken und jetzt eine andere Verbindung dran machen, damit wir hier gar nicht so viel Kabel haben, um das Kabel zu verbinden. So, Nummer 1. Und das Reverse-Kabel können wir ja auch gleich vorbereiten. Wer garantiert keine Rückfahrkamera einbaut, kann die Kabel auch weglassen und einfach nur isolieren. Aber bei der Rückfahrkamera, naja, wer weiß, machen wir das halt gleich mit dran. Machen wir die gleiche Verbindung. Und hier hätten wir noch Eingänge für die Lenkradfernbedienung. Wenn wir also ein Fahrzeug mit Lenkradfernbedienung haben, entsprechendes Interface, wo jetzt ein weiteres Kabel rauskommen würde, wo wir dann mit dem Gerät selber verbinden, damit die Lenkradfernbedienung funktioniert. Wir brauchen jetzt diese Anschlüsse gar nicht. An dieser Stelle habe ich euch eine kurze Zwischeninformation, was die Lenkradfernbedienungsadaption angeht. Manche Geräte von Kenwood haben tatsächlich einen Klinkenanschluss, wo drauf steht Steering Wheel Remote Input und ein blau-gelbes Kabel für Remote Cont. Dieses Klinkenanschlusskabel ist ausschließlich für manche Ausnahmsfahrzeuge von japanischen Herstellern gedacht. Wir verwenden aber grundsätzlich für alle Interfaces, die wir im Sortiment haben, das blau-gelbe Kabel als einzelnen Kabelanschluss. Wir haben jetzt hier auf der Seite drüben noch den Subwoofer-Ausgang und Cinch-Ausgänge brauchen wir in dem Fall auch gar nicht, weil wir kein weiteres Soundsystem einbauen wollen. Wir haben jetzt hier den Klinkenanschluss für das Mikrofon, das wir bereits verlegt haben. Und wir haben noch das USB-Kabel. Und das USB-Kabel, das müssen wir natürlich jetzt auch noch verlegen. So, das können wir jetzt quasi gleich mal Richtung Handschuhfach rüberlegen. Also, dann schließen wir das Mikrofon an. Und jetzt haben wir noch die neue DAB-Antenne, die gehört hier dran. Und jetzt kommen wir noch zur Adaption auf unser Antennenkabel von VW. Da haben wir noch unseren Phantom-Adapter auf FACRA. Das heißt, den können wir hier anstecken. Und da gibt es jetzt wiederum auch T6, die 2 solche Stecker drin haben, die für die Antenne zuständig sind. Da gäbe es dann tatsächlich auch einen Adapter, den man dann mit zweifach FACRA adaptieren kann. Das heißt, packen wir mal kurz aus, das wäre praktisch die gleiche Funktion, nur mit 2 FACRA-Eingängen, die auch hier
mit einem Stecker vorbereitet sind, um die richtige Adaption zu finden. Also es gibt Fahrzeuge, die brauchen diesen Stecker und wer 2 solche Stecker drin hat, braucht so einen Doppel-FACRA-Anschluss. Dann können wir den UKW-Stecker einstecken. Und jetzt haben wir noch unser Remote-Kabel von unserer Phantomspeisung. Und die muss jetzt mit auf unseren ISO-Anschlussstecker mit drauf. Der kommt ja hier rein und der Remote-Ausgang für den Phantomadapter, der gehört jetzt auf den Pin gepinnt. Falls ihr ein anderes Autoradio habt zum Einbauen, wo noch einen anderen Anschlussstecker dran hat, kommt da in der Regel ein blaues Kabel raus, wo dieses blaue Kabel mit verbunden werden muss. Bei unserem neuen 7018 DABS können wir das direkt hier einklicken und direkt hier abnehmen. Einen zweiten Hinweis am Rande des Videos mag ich euch noch mitgeben für die Kenwood-Geräte. Für speziell die ISO-Buchse direkt integriert haben, stecke ich ja jetzt im Video hier die ISO-Anschlüsse von meinem CAN-Bus-Adapter direkt ein. Und wir nehmen jetzt unseren Anschluss her für die Remote-Leitung für den Phantom-Adapter und tun den jetzt hier mit integrieren und mit einstecken und einpinnen. Das ist praktisch genau der Pin gegenüber von der Masse. Den direkt nehmen und da rein, dann sind wir bei der Remote-Leitung. Für alle, die diese Version vorfinden, aber keinen Phantom-Adapter benötigen für ihr Fahrzeug, also gar nicht dieses blaue Kabel einpinnen können, denen fehlt natürlich jetzt erstmal auch die Remote-Leitung, wenn sie einen externen Verstärker anschließen möchten, damit dieser ein- und ausgeschaltet wird. Der wäre nämlich jetzt in diesem Pin ganz versteckt unten drinne. Und dazu könnte ich euch jetzt empfehlen, einen ISO-Adapter mit der Artikelnummer 123002. Den kann ich nämlich jetzt erst einstecken. So. Und stecke jetzt meinen CAN-Bus oder was auch immer, was ich dazu noch habe, hier an, anstatt direkt am Radio. Und habe die Verkabelung hier, habe aber jetzt eine Remote-Leitung, die bereits verkabelt ist. Und hier kann ich mich drauf docken oder das Kabel abschneiden. Ich habe auf jeden Fall diese Bepinnung hier bereits vorgenommen mit meinem ISO-Adapter. Bleibt noch übrig unser Anschluss für die Lautsprecherausgänge. So, und jetzt haben wir eigentlich alles dran. Und korrektheitshalber tun wir noch den Speedpulse-Signal von dem CAN-Bus auch noch isolieren. Den brauchen wir nicht. Das wäre nur dann notwendig, wenn das ein oder andere Navi nach dieser Information vom Fahrzeug fragt. Und wir binden es jetzt mal weg, damit das nicht irgendwo einen Kontakt kriegen kann. So, damit ist es weg. Und jetzt können wir das ganze Gerät einsetzen. Und jetzt haben wir ja wirklich mit dem Gerät haben wir so viel Platz hinten drin. Da brauchen wir gar nicht aufpassen. So. Klick, das ist drin. Und jetzt kommt unser Zierrahmen noch oben drauf. Klick, das war's. Und hier in dem Fall ist jetzt wirklich alles eben. Schaut echt geil aus. Können wir die Schutzfolie noch wegmachen? So, und jetzt haben wir ein Gerät drin installiert. Die A-Säule haben wir jetzt bereits wieder montiert. Wir müssen jetzt noch ein Loch ins Handschuhfach oben reinmachen. Und zwar hier, wo man es nachher auch nicht mehr sieht, das Loch. Das machen wir jetzt mal rein. So, hier rein damit. Und jetzt können wir auch das ganze Handschuhfach wieder einsetzen und festmachen. Und hier haben wir unseren USB-Anschluss. Funktionstest. Zündung an. Autoradio. Schon mal die Beleuchtung ist an. Jetzt fährt er hoch. Es geht in Zukunft alles ein bisschen schneller, aber beim allerersten Mal dauert es ein klein bisschen. So, und jetzt können wir mal die Sprache gleich mal wählen. Da haben wir in dem Fall mal Deutsch. Zurück. Uhr. Einstellungen. Gehen wir zurück. Was können wir sonst noch einstellen? Kamera brauchen wir jetzt in dem Fall nichts machen, weil wir keine Kamera installieren. Hintergrund könnte man noch einstellen oder irgendwas Lustigeres. Das schaut ganz gut aus. Oh, das schaut echt gut aus. So. Und nochmal zurück und dann gehen wir auf Ende und lassen es mal gut sein.
Das stimmen wir jetzt einmal zu. Jetzt gehen wir in den DAB-Modus rein. Und dann machen wir erstmal einen Scan. Ist doch jetzt echt richtig geil geworden, wie das Gerät hier drin ausschaut, was wir jetzt alles für geile Funktionen mit DAB, USB, Apple CarPlay, wir können hier alles mit dem Gerät machen. Und die Installation war jetzt wirklich nicht wirklich aufwendig. Also mit unseren mitgelieferten Adaptern, die jetzt speziell für dieses Fahrzeug passen, ist der Montageaufwand sehr unkompliziert. Ich glaube, damit kommt man recht schnell klar. Und wer ein Dyn-Audio Soundsystem in seinem VW T5 drin hat, der braucht aber von uns noch einen Aktivadapter, damit wir dieses Soundsystem auch wieder adaptiv machen können, damit es auch wieder danach spielt. Ja, das ist bei Dyn-Audio ein Spezialfall. Da ruft ihr uns am besten an auf der 08331 99 0300 oder schreibt uns eine E-Mail an info@ars24.com. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sind auch auf Instagram jetzt erreichbar für euch. Also wer uns da abonnieren mag, rauf auf den Button. Und tja, ich würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal und freue mich auf ein paar Kommentare von euch. Euer Olli, bis bald. Ciao.